Und so geht es wieder auf Reisen. Mit kaputten Koffer, der gab auf dem Weg zum Flughafen den Geist auf. Ach ja, ein toller Start. Da mein Mann den Job gewechselt hat und eine Menge, oh glaub mir, wirklich eine Menge Urlaubstage übrig hatte, hatte er 2 ganze Monate frei. Erstmal ging es im November ja nach Kyoto und dann nach Kyushu, weil wir noch sehr viele Meilen übrig hatten, die ich eigentlich für meine Mutter angespart hatte, damit sie nach Japan fliegen kann und die Kleine endlich mal kennenlernt. Das Problem an der ganzen Sache war aber, dass die Meilen Anfang 2022 ablaufen sollten. Und da mein Mann Anfang des Jahres seinen neuen Job anfing und deshalb erstmal in der Probezeit ist, wäre es schier unmöglich gewesen, bis dahin zu warten, ob Japan seine Grenzen wieder öffnet. Wir wollten damals 2019 eigentlich das erste Mal nach Kyushu, aber da wütete genau in dem geplanten Zeitraum des Hinfluges dieser schlimme Taifun, der sehr viel verwüstete. Deshalb sollte es aber jetzt endlich soweit sein. Dezember 2021, mein erstes Mal in Kyushu. Ich hatte anfangs solche Bedenken wegen Shiori, da dies ihr erster Flug war, aber sie war total brav und fand alles richtig spannend. Kleiner Funfact am Rande, ich hatte irgendwie ganz vergessen, dass die Karte mit den Sicherheitserläuterungen im Japanischen Anzen no Shiori heißt. Wir hatten hin und her überlegt, wie wir die Zeit dort verbringen und vor allem, welche Ecken wir ansehen wollen. Wir hatten genug Meilen übrig, um sogar noch einen Mietwagen zu buchen und 2 besondere Hotels zum Ende der Reise. Daher entschieden wir uns, unten in Kagoshima zu starten und eine kleine Rundreise zu machen. Ich habe natürlich überall fleißig gefilmt und zeige euch in den kommenden Videos, was Kyushu so alles zu bieten hat. Als wir Kurs auf den Kagoshima Airport nahmen, konnte man den Vulkan Sakurajima sehen. Ein aktiver Vulkan, der ab und an sogar noch Rauch ausstößt. Erstmal hieß es den Mietwagen abholen und ab ging es Richtung Süden, genauer gesagt nach Ibuki. Die Fahrt dauerte mit einem kleinen Zwischenstopp um die 2 Stunden. Nach so viel Action mussten wir erstmal was essen. War gar nicht so leicht etwas zu finden, denn viele Läden waren geschlossen und auch so wirkte Ibuki recht leer. Schließlich haben wir das Restaurant Chojuan gefunden. Ich habe mich dort für ein Tonkatsu Teishoku entschieden und habe es nicht bereut. Das war so lecker. So, nun fragt ihr euch vielleicht, warum genau wir in dieses kleine Städtchen wollten. Nun, das hier ist der Grund. Die Stadt Ibuki wollte vor Jahren den Tourismus mit Pokémon-Gullideckeln ankurbeln und da kam der Name des Städtchens wie gerufen. Evoli heißt im Japanischen nämlich Eevee und Ski heißt, wie viele von euch sicherlich wissen, mögen bzw. lieben. Ibuki hört sich daher an wie Eevee-Ski und da macht es nur Sinn, dass dieses Örtchen hier voller Evoli-Evolutionen geschmückt wird. Diese sind in ganz Ibuki verstreut und wir haben uns vorgenommen, alle zu finden. Gestartet haben wir mit meinem Liebling Nachtara. Welches ist eure liebste Evoli-Evolution? Schreibt's doch gerne in die Kommentare.
全部ねあったレッキーあったねあみんなかわいいミニラージュあ Weiter geht's mit der Pokémon-Jagd. An der Ibski Station erwartete uns der nächste Gullideckel und ein Ashiyu, an dem wir uns ein wenig die Füße aufwärmen konnten. Außerdem lief dort ein älterer Herr rum, der uns Mikan geschenkt hat, die er vom Baum von der Station gepflückt hatte. Echt lieb. Es hat so großen Spaß gemacht, die ganzen Gullideckel zu finden und den Ort auf diese Art und Weise zu erkunden. Es gibt wirklich tolle Ecken in Ibski und eine hätte ich mir besonders gerne angeschaut, und zwar die kleine Insel Chiringashima im Norden. Dort befindet sich nämlich ein Schrein, der dem Ryugu, dem Drachenpalast aus dem Märchen Urashima Taro, nachempfunden ist. Das Besondere an dieser Insel ist, dass diese über eine große Sandbank betretbar ist, die nur zu bestimmten Zeiten, nämlich März bis Oktober, sichtbar ist für einige Stunden. Also wirklich etwas Besonderes. Für den Schluss haben wir uns Flamare aufgehoben. Denn dieser Gullideckel befindet sich genau vor dem Saraku Sandbath Gebäude. Ibski ist nämlich bekannt für seine Tsunamushi Onsen. Leider war es vor Ort sehr voll, dass Filmen und Fotos machen nicht erlaubt waren. Aber hier ein Video, wie das Ganze aussieht. Das sollte aber übrigens nicht das einzige Sandbad auf Kyushu für mich werden. Es war richtig toll. Anfangs ein komisches Gefühl, weil man so zugebuddelt wurde. Aber der warme Sand hat die Blutzirkulation total angeregt und meine Beine haben richtig doll pulsiert. Das hat sich irre angefühlt. Und der Sand war sehr warm. Ich hab's getan, oh mein Gott, das war so krass. Man kam sich irgendwie vor wie bestattet irgendwie, aber der Sand war irgendwie irre warm, vor allem am Rücken. Das hat eigentlich so gut getan. Es war ein bisschen heavy auf der Brust, vor allem muss ich sagen, mit der Maske war es ein bisschen schwer zu atmen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen länger drin geblieben, als ich eigentlich sollte, aber es hat einfach so gut getan. Dieses Sandonsen ist auf jeden Fall sehr bekannt für Ibski, also das ist so das
Must-Do-Ding hier in der Gegend. Und ich kann es, wie gesagt, echt total empfehlen. Es war echt der Hammer, also richtig, richtig krass. Dabei konnte man dem Wellenrauschen zuhören. Das war richtig entspannend. Empfohlen sind ungefähr 20 Minuten, aber wer länger unter dem Sand aushält, darf auch ruhig länger bleiben. Ich glaube, ich lag so um die 40 Minuten in dem warmen Sand, bis ich einfach aufstehen musste und mich hinterher abduschen. Nach diesem erfrischenden Erlebnis fing es auch schon an zu dämmern und es war Zeit zum Abendessen. Es ging seit Ewigkeiten mal wieder in ein Izakaya. Es gab Sushi und mein Mann hat Torisashi gegessen, Geflügel-Sashimi, das bekannt in Kyushu ist als Gericht. Das Fleisch muss dafür sehr frisch sein und gleich gegessen werden. Danach ist Shiori im Auto eingeschlafen auf dem Weg zur südlichsten Spitze Ibukis und Kyushus. Mein Mann blieb bei ihr im Auto und ich habe mir derweil die Illumination im Flower Park angeschaut. Die war richtig toll, denn im ganzen Park gab es Illuminations mit der Thematik japanischer Märchen. Das war wunderschön und hat mir richtig gut gefallen. Ich bin mir sicher, tagsüber ist der Park sicherlich auch total schön und auf jeden Fall einen Besuch wert. So, das war der erste Tag auf Kyushu. Uns erwartete danach eine sehr, sehr, sehr lange Autofahrt durch die Nacht mit einem Stopp an einer Raststätte bei Kumamoto, bei der ich aber ehrlich gesagt kaum Schlaf abbekommen habe. Davon erzähle ich euch aber im nächsten Teil, beziehungsweise von unserem nächsten Reiseziel. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist, und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!